Tom lernt, vor Publikum zu sprechen. Tom ist 20 Jahre alt und studiert an einer Fachhochschule in einer mittelgroßen Stadt. Im Grunde ist er ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Typ, doch wenn es darum geht, vor anderen Menschen zu reden, verkrampft er regelrecht. Schon in der Schule hasste er Referate oder Vorträge, weil er dann immer Herzklopfen bekam, seine Stimme zitterte und er kaum klare Sätze herausbrachte. Seine Lehrer merkten zwar, dass er den Stoff verstand, doch die mündlichen Noten waren immer schwach, weil er bei jeder Präsentation versagte. Jetzt, im Studium, wird es immer wichtiger, Projekte und Ideen vor Kommilitonen vorzustellen. Tom hat keine Lust mehr, ständig unter Redeangst zu leiden. Er beschließt, dass er diese Schwäche überwinden will. Eines Tages liest er auf dem schwarzen Brett seiner Hochschule eine Ankündigung. Rhetorikkurs für Studierende. Frei und selbstbewusst sprechen lernen. Das klingt genau wie das, was er braucht. Kurzerhand meldet er sich an. Der Kurs soll 4 Wochen dauern, jeden Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr. Als er am ersten Abend hingeht, ist er total nervös, weil er sich vorstellt, dass er gleich vor fremden Leuten sprechen muss. Doch er betritt einen Seminarraum und wird von Frau Berger, der Kursleiterin, freundlich empfangen. Es sind insgesamt 8 Teilnehmer anwesend, alle unterschiedlich alt und aus verschiedenen Studiengängen oder Fachrichtungen. Frau Berger erklärt ihnen: Ihr müsst keine Profis werden, aber wir wollen erreichen, dass ihr eure Nervosität in den Griff bekommt und sicherer auftretet. Der erste Abend besteht viel aus Kennenlernen. Jeder soll sich kurz vorstellen und sagen, warum er hier ist. Tom schämt sich ein bisschen, weil er sagen muss, dass er bei Referaten oft regelrecht Panik hat. Doch als er die anderen hört, stellt er fest, dass sie ähnliche Probleme haben. Eine Studentin, die bei Vorträgen immer rot wird, ein junger Mann, der ständig sagt, oder eine Frau, die sich in einer Arbeitsgruppe ständig unterbuttern lässt, weil sie sich nicht traut, laut ihre Meinung zu sagen. Es tut Tom gut zu merken, dass er nicht allein mit seiner Redeangst ist. Frau Berger verspricht: Wir fangen mit Grundlagen an: Körpersprache, Atemtechnik, Blickkontakt. Dann steigern wir uns zu kleinen Übungspräsentationen. Wichtig ist, dass wir eine vertrauensvolle Atmosphäre haben. Niemand wird hier ausgelacht. Tom atmet auf. Er merkt, dass die Kursleiterin humorvoll und zugleich einfühlsam ist. Am Ende des ersten Abends gibt sie ihnen eine Hausaufgabe. Jeder soll eine kurze Anekdote oder Geschichte vorbereiten, die er beim nächsten Mal in maximal 3 Minuten vorträgt. Tom überlegt zu Hause, welche Geschichte er erzählen kann. Da kommt ihm eine Episode aus seiner Kindheit in den Sinn, als er mit seinem Hund im Park etwas Lustiges erlebte. Er schreibt ein paar Stichpunkte auf, übt leise in seinem Zimmer. Er spürt sein Herz klopfen, selbst nur beim Gedanken daran, vor fremden Leuten zu sprechen. Doch er sagt sich, der Zweck des Kurses ist genau das, zu lernen, damit umzugehen. Am nächsten Dienstag hat er wieder so ein Kribbeln im Bauch, als er in den Kursraum geht. Frau Berger bittet sie, sich in einen Halbkreis zu setzen. Einer nach dem anderen erzählt nun seine vorbereitete Anekdote. Tom ist nach einer Studentin namens Lea dran, die ganz flüssig spricht. Tom wird unruhig. Wie soll ich das schaffen? Doch Frau Berger lächelt ihm ermutigend zu. Tom, du bist dran. Er steht auf, sein Mund ist trocken, aber er versucht ruhig zu atmen. Er startet: Hallo, ich heiße Tom. Ich möchte von meinem Hund Bello erzählen und wie er einmal einem Eichhörnchen nachlief. Er stockt kurz, die anderen schauen ihn freundlich an. Er atmet noch einmal tief durch, spricht weiter. Er merkt, wie seine Stimme leicht wackelt, aber er findet seine Worte wieder. Nach 2,5 Minuten ist er fertig und Frau Berger und die Kurskollegen klatschen leise. Frau Berger sagt: Tom, das war doch schon ganz gut. Du hast am Anfang etwas gezittert, aber du hast dich gefangen und deine Geschichte zu Ende erzählt. Wir analysieren später die Details. Tom setzt sich hin, klopft sein Herz immer noch wie verrückt, aber er ist stolz, dass er es überhaupt geschafft hat.
In den folgenden Sitzungen lernen Sie spezielle Übungen. Zum Beispiel sollen Sie Pausen machen, anstatt zu sagen. Frau Berger betont, dass eine kurze Stille besser wirkt als ein ständiges Füllwort. Sie probieren das zu zweit in Rollenspielen. Dann arbeiten Sie an der Körperhaltung. Frau Berger legt Ihnen Bücher auf den Kopf, um eine aufrechte Haltung zu trainieren. Das kommt Tom zunächst albern vor, aber er merkt, dass es hilft, nicht schief dazustehen und eine gewisse innere Ruhe zu finden. Sie machen auch Atemübungen, bei denen Sie langsam ein- und ausatmen, um die Nervosität zu senken. Später sollen Sie eine kleine Präsentation vorbereiten, etwa 5 Minuten, über ein selbstgewähltes Thema. Tom entscheidet sich, über seine Lieblingsserie zu reden, weil er dafür leicht brennen kann. Er bereitet eine kurze Gliederung vor. Einführung, Hauptfiguren, Handlung, Fazit. Er übt zu Hause laut, schaut dabei in den Spiegel, versucht Augenkontakt zu simulieren. Es fühlt sich am Anfang komisch an, doch allmählich gewöhnt er sich an sein Spiegelbild. Er übt Sätze wie „Die Serie ist besonders spannend, weil…“ Dann achtet er drauf, die Stimme nicht zu monoton zu machen, sondern ab und zu eine Betonung zu setzen. Beim nächsten Kursabend stellt er sich also vorne hin, 5 Minuten lang. Die ersten Sekunden ist er wieder nervös, aber er spürt, dass das Wackeln nicht mehr so schlimm ist wie am Anfang. Er kann sich besser auf den Inhalt konzentrieren. Er erzählt lebhaft von der Serie und ihren interessanten Wendungen. Am Ende klatschen alle. Frau Berger sagt: „Du hast dich schon deutlich verbessert. Du hast relativ flüssig gesprochen. Nur an manchen Stellen hast du sehr schnell geredet. Vielleicht kannst du noch mehr Pausen einbauen.“ Tom notiert sich das. Er ist zufrieden mit dem Feedback. Parallel zum Kurs merkt er auch in der Uni eine Veränderung. Wenn ein Seminarleiter fragt, wer ein Kapitel zusammenfassen möchte, meldet er sich ab und zu freiwillig. Früher hätte er das nie getan, aber er will üben. Dabei spürt er jedes Mal Nervosität, doch er versucht, ruhig zu bleiben und klare Sätze zu bilden. Als er das erste Mal macht, sagt eine Kommilitonin nachher: „Hey, du hast das echt gut erklärt.“ Das motiviert ihn. Er lernt, dass der Druck ein bisschen abnimmt, je öfter er sich der Situation stellt. Eines Tages erzählt Frau Berger, dass sie am letzten Kursabend eine kleine Abschlussübung machen wollen. Jeder soll eine Rede von etwa 8 Minuten halten, möglichst frei gesprochen, und Thema und Stil sind frei wählbar. Danach wird es eine Videoaufzeichnung geben und Sie können sich selbst anschauen. Tom bekommt ein flaues Gefühl im Magen. Eine Rede von 8 Minuten klingt lang für ihn, aber er hat noch 2 Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Er überlegt lange, welches Thema er wählen soll. Schließlich entscheidet er sich für nachhaltiger Konsum und Umwelt, weil ihn das schon lange interessiert. Er recherchiert Zahlen über Mülltrennung, Fast Fashion, CO2-Fußabdruck. Dann strukturiert er sein Material in Einleitung, Hauptteil, Schluss. Er übt zu Hause täglich. Manchmal filmt er sich mit dem Handy, um sich zu analysieren. Er sieht, dass er oft die Augen nach unten richtet, statt in die Kamera. Also versucht er beim Sprechen aufrecht in die Kamera zu blicken. Als der letzte Kursabend kommt, ist er ziemlich angespannt. Er hat sein Skript in Stichpunkten, aber Frau Berger hat gesagt, dass Vorlesen nicht erlaubt ist, sondern nur freies Sprechen mit Blick auf kurze Stichworte. Die anderen Teilnehmer halten nacheinander ihre Reden. Manche sind witzig, andere sehr ernst, wieder andere sehr strukturiert. Dann ruft Frau Berger: „Tom, du bist dran!“ Er steht auf, geht nach vorne. Das Herz klopft, doch er atmet tief ein und sagt sich: „Ich kann das. Ich bin vorbereitet.“ Er grüßt das Publikum, nennt das Thema nachhaltiger Konsum und Umwelt. Er schaut kurz auf seine Stichpunkte, dann beginnt er flüssig zu reden. Er erklärt, warum Umweltverschmutzung uns alle betrifft, gibt ein Beispiel zu übermäßigem Plastikkonsum, erzählt eine Geschichte von seinem eigenen Alltag
wo er versucht, weniger Plastiktüten zu benutzen. Dann fügt er Zahlen ein, die er recherchiert hat, hält kurze Pausen nach wichtigen Aussagen. Er merkt, dass einige Zuhörer nicken. Nach knapp 8 Minuten schließt er mit einem Appell. Lasst uns im Alltag kleine Schritte gehen. Jeder kann etwas verändern. Er hört auf, atmet aus. Die anderen klatschen. Frau Berger lächelt. Sehr gut, Tom. Wir schauen uns gleich das Video an, dann bekommst du detailliertes Feedback. Tom setzt sich, spürt Adrenalin, aber auch Erleichterung. Kurz danach schauen sie gemeinsam die Aufnahme auf dem Laptop. Tom sieht sich selbst sprechen. Er achtet auf seine Körperhaltung, relativ locker. Seine Stimme klingt zwar nicht wie ein Schauspieler, aber doch klarer und kräftiger, als er dachte. Manche Sätze sind vielleicht zu schnell. An 1 oder 2 Stellen hat er gesagt. Trotzdem ist er sehr zufrieden, weil er einen großen Fortschritt sieht gegenüber dem ersten Abend, als er kaum 2 Minuten zu Ende bringen konnte. Frau Berger lobt ihn. Du hast Thema und Emotion gut verbunden. Du hast das Publikum eingebunden. Vielleicht könntest du noch gelegentlich einen Blick mehr nach rechts werfen, um alle anzuschauen. Aber insgesamt super Leistung. Tom bedankt sich. Er ist fast gerührt, weil er all das vorher nie für möglich gehalten hätte. Nach dem Kurs verabschieden sich alle Teilnehmer. Sie machen ein Gruppenfoto. Tom fühlt sich gewappnet, in Zukunft auch in der Uni oder später im Job zu sprechen. Und tatsächlich, schon kurz danach ergibt sich in einem Uniseminar die Gelegenheit, ein wichtiges Projekt vorzustellen. Tom meldet sich freiwillig. Die Kommilitonen staunen, weil er sonst immer still war. Er bereitet eine kleine PowerPoint-Präsentation vor, nutzt die Methoden aus dem Kurs. Eine gute Struktur, Pausen, Blickkontakt. Am Präsentationstag läuft es gut. Er hat vor dem Start leichte Nervosität, aber nicht mehr diese Lähmung. Er lächelt, begrüßt die Zuschauer, spricht klar und deutlich. Hinterher gibt es Applaus und der Dozent sagt: Tom, das war ein sehr informativer und sicherer Vortrag. Weiter so. Tom geht voller Stolz nach Hause. Er berichtet Frau Berger per E-Mail von seinem Erfolg und sie antwortet: Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir erarbeitet. Tom bleibt weiter dran. Er liest Bücher über Rhetorik, schaut Reden berühmter Personen an, um sich inspirieren zu lassen. Er versucht nicht zu kopieren, sondern seinen eigenen Stil zu finden. Er merkt, dass er gerne Humor einbaut, um das Publikum aufzulockern. Einmal wagt er sogar, in einem kleinen Verein ein Kurzreferat zu halten, bei dem er eine Anekdote erzählt. Die Leute lachen an den richtigen Stellen. Er empfängt echtes positives Feedback, was ihm zeigt: Er hat nicht nur seine Angst bekämpft, sondern entdeckt auch eine neue Fähigkeit. In einer ruhigen Minute denkt er zurück an die Zeiten, in denen er in der Schule beim Vorlesen vor der Klasse fast zitterte, wenn er nur 5 Sätze sagen musste. Heute sagt er sich: Ich bin nicht von Natur aus ein rhetorisches Genie, aber ich habe geübt und gelernt. Es geht also. Als nächstes Ziel hat er vor, bei einer kleinen Konferenz an der Uni seine Seminararbeit einem größeren Publikum zu präsentieren. Er weiß, es wird trotzdem noch Lampenfieber geben, doch er ist zuversichtlich, dass er es gut meistern kann. Eines Tages fragt ihn eine Kommilitonin, ob er ihr helfen kann, eine Präsentation vorzubereiten, weil sie sehr nervös ist. Er schmunzelt und denkt: Jetzt bin ich schon der selbst Tipps gibt. Tatsächlich gibt er ihr Ratschläge zu Atemtechnik, Pausen, Aufbau. Er spürt, wie er selbstbewusster spricht, wenn er jemandem davon erzählt. Das ist für ihn der beste Beweis, dass er einen weiten Weg gegangen ist. Am Ende des Semesters hat er die große Gelegenheit. Er soll bei einem fakultätsinternen Wettbewerb für Studierende einen Kurzvortrag halten. Thema Blade: Zukunft der Technik im Alltag. Das Publikum wird aus etwa 100 Leuten bestehen, darunter Professoren und andere Studenten. Früher hätte er sich vor so einem Event gedrückt. Jetzt sagt er: Ja, ich mache das. Er bereitet eine knackige Präsentation vor,
10 Minuten Rede mit 2 bis 3 gut gestalteten Folien. Er übt mehrfach laut zu Hause, korrigiert die Wortwahl, versucht einfache, klare Sätze zu formulieren. Am Tag der Veranstaltung spürt er natürlich das Herzklopfen. Die 100 Leute in einem Hörsaal sind kein kleiner Kreis. Doch er steht auf der Bühne, atmet durch und beginnt. Seine Stimme klingt sicher. Er bewegt sich ein bisschen, hält die Hände nicht verkrampft in der Hosentasche. Er achtet auf sein Tempo, macht an den richtigen Stellen Pausen. Zwischendurch lächelt er das Publikum an, sieht, wie manche Leute interessiert nicken. Nach 10 Minuten beendet er seinen Vortrag. Ein kurzer Applaus brandet auf. Er verbeugt sich leicht, sagt Danke und verlässt die Bühne. Hinterher klopft ihm ein Professor auf die Schulter und meint: »Das war ein sehr ansprechender Vortrag, Tom. Sehr gut strukturiert und angenehm vorgetragen.« Tom strahlt. Insgesamt ist er stolz, seinen Weg aus der Redeangst gefunden zu haben. Perfekt ist er nicht, aber er weiß, dass er nun die Werkzeuge hat, um mit Nervosität umzugehen. Er sieht in jedem Vortrag eine Chance, weiter zu wachsen. Er dankt Frau Berger aus dem VCS-Kurs gedanklich für die Grundbausteine und blickt gelassen in die Zukunft. Ob im Berufsleben oder im privaten Kontext, er fühlt sich bereit, vor anderen zu stehen und seine Gedanken zu teilen. Und das war sein Hauptziel. Nie mehr stumm bleiben, nur weil ihn die Angst blockiert. Er hat gelernt, dass man diese Hürde mit Mut, Training und etwas Selbstglauben überwinden kann.